Juna hat wieder das Nähzimmer freigegeben. Los geht's! Heute nähen wir gemeinsam ein einfaches, aber richtig hübsches Dreieckstuch für Hunde. Ideal, um Stoffreste zu verwerten und perfekt kombinierbar mit dem Halsband aus dem letzten Video. Nähkaffee steht bereit, jetzt fehlt nur noch ihr. Zeit für ein kleines Update von mir. Ich hatte noch ein paar Musselinreste übrig, die ich nicht wegwerfen wollte. Und dann kam mir die Idee, ein kleines Halstuch für Juna zu nähen. Es lässt sich über das Halsband ziehen und ist ruckzuck gemacht. Also perfekt für kreative Spontanideen. Oder? Was macht ihr so aktuell aus euren Stoffresten? Dann schnappen wir uns jetzt den Stoff. Juna ist bereit, ich bin bereit, also auf ins Tutorial. Alles, was ihr für euer Tuch braucht, seht ihr hier auf einen Blick. Ich starte mit einem langen Stoffrest aus Musselin. Der ist nur 10 cm breit, also etwas zu schmal für unser Vorhaben. Deshalb schneide ich mir 2 20 cm breite Streifen zu. So entsteht am Ende ein quadratisches Stoffstück. Die beiden rechten Stoffseiten lege ich aufeinander und vernähe sie mit einem einfachen Geradstich. Ich habe hier nur einen halben Zentimeter Nahtzugabe gelassen, einfach weil mein Stoffrest so knapp war. Wenn ihr mehr Spielraum habt, empfehle ich euch 1 cm. Ich klappe die Stoffteile nun auseinander. Hier seht ihr die fertige Mittelnaht. An dieser Stelle könnt ihr einfach so weitermachen. Oder ihr verschönert die Naht zum Beispiel mit einer Paspel. Ich habe noch ein Dekoband im Schrank gefunden, das perfekt gepasst hat. Das habe ich einfach mit 2 knappkantigen Geradstichen auf die Naht gesetzt. Leider habe ich das nicht gefilmt, da war ich mal wieder zu eifrig beim Nähen. Jetzt falte ich mein Quadrat einmal diagonal, um zu zeigen, wie das Tuch später aussehen wird. Dann drehe ich alles wieder zurück auf links. Jetzt werden die beiden spitzen Seiten versäubert. Ich klappe sie jeweils 3 cm nach innen und dann nochmal 1 cm. So entsteht ein sauberer Tunnel. Die umgeschlagenen Säume steppe ich dann mit einem einfachen Geradstich ab. Das hält und sieht ordentlich aus. So sieht das Tuch jetzt von beiden Seiten aus. Wir haben 2 spitze Ecken und 2 glatte. Genauso wie es später am Halsband sitzt. Ich lege das Tuch mit der rechten Seite nach oben und falte die beiden Spitzen aufeinander. Jetzt nähen wir die langen Kanten zusammen. Ich benutze dafür die Overlock. Das geht schnell und schützt den Stoff vom Ausfransen. Ihr könnt aber genauso gut einen Geradstich nehmen und die Naht mit einem Zickzack versäubern. So sieht die Naht jetzt aus. Alles schön versäubert. Ich ziehe nun das Tuch durch das Tunnelende auf rechts. Wer mag, nimmt ein Stäbchen zur Unterstützung. Aber ganz ehrlich, das geht auch gut ohne. Juna schaut streng, aber wir schaffen das schon. Anschließend einmal ordentlich bügeln, so liegt alles schön flach. Ich steppe jetzt noch die Kanten an der unteren Spitze knappkantig ab. Das gibt dem Tuch den letzten Feinschliff. Das Halsband kennt ihr vielleicht schon aus meinem letzten Tutorial. Es wird einfach durch die Tunnellaschen geschoben und schon ist das Outfit komplett. Manche nähen an dieser Stelle noch eine zusätzliche Absteppnaht entlang des Tunnels. Das könnt ihr natürlich machen. Mir persönlich gefällt es ohne besser, weil das Tuch dann wie ein durchgehendes, komplettes Dreieck wirkt. Mit einer sichtbaren Naht würde die Spitze optisch zu stark vom oberen Teil abgetrennt. Habt ihr schon mal so ein Tuch genäht? Oder wäre das vielleicht was für eure Fellnase? Ich freue mich über eure Ideen, eure Stoffkombis oder auch Fragen unten in den Kommentaren. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Do-it-yourself für Hunde, dann lasst gerne ein Abo da. Juna schickt euch ein Pfoten-High-Five und ich eine Portion kreative Energie obendrauf. Bis bald, bleibt inspiriert und habt Spaß beim Nähen.